Wie bekommt man in Forge of Empires Forge-Punkte aus der Produktionsleiste in Paketen verpackt ins Inventar? Darüber reden wir in diesem kurzen Video. In der Produktionsleiste erhält man stündlich einen neuen Forge-Punkt dazu. Und das sogar, wenn man in der Zeit gar nicht online ist. Allerdings leider nur, bis sich die Leiste vollständig gefüllt hat, also 10 Forge-Punkte darin vorhanden sind. Hat man noch bestimmte Gebäude gebaut, die Forge-Punkte produzieren, kann man sogar bis zu 100 Forge-Punkte in die Leiste bekommen. Aber dann kann man auch keine solche Gebäude mehr einsammeln. Noch mehr Forge-Punkte kriegt man dann nur noch in die Leiste, wenn man zum Beispiel welche aus Belohnungen wie in den Gildengefechten oder einigen Quests erhält. So kann man also nicht wirklich riesige Vorräte ansammeln, um größere Investitionen auf einen Schlag zu erledigen, beispielsweise bestimmte Plätze in einem legendären Gebäude belegen, um Blaupausen zu sammeln. Und trotzdem reden einige Spieler immer davon, wie viele Tausende oder Zehntausende Forge-Punkte sie doch auf Vorrat haben und auf einmal investieren können. Solche Mengen haben diese Spieler natürlich nicht in ihrer Forge-Punkte-Leiste, sondern in Form von Forge-Punkt-Paketen im Inventar. Diese Pakete können 2, 5 oder 10 Forge-Punkte enthalten und überall investiert werden. In der Forschung genauso wie in legendären Gebäuden. Außerdem kann man davon so viele besitzen, wie man will. Doch wie kommen die jetzt genau ins Inventar? Es gibt zwar einige Quests, wo man Forge-Punkt-Pakete erhält, aber die Mengen sind eher vernachlässigbar. Wenn man aktiv auf ein großes Ziel hinsparen will, dann wäre es natürlich viel besser, die Forge-Punkte aus seiner Produktionsleiste einfach ins Inventar umzulagern. Leider gibt es dafür keinen direkten Knopf, aber es gibt einen Umweg. Investiert man bei anderen Spielern Forge-Punkte in deren legendäre Gebäude, so hat man die Chance auf einen der ersten 5 Plätze, wo man neben Blaupausen und Medaillen auch Forge-Punkt-Pakete bekommt, wenn der Eigentümer das Gebäude auf die nächste Stufe bringt. Die einfachste Möglichkeit wäre also einfach seine gesamte Tagesproduktion bei einem Gildenmitglied, Freund oder Nachbarn in ein Gebäude zu investieren, welches er gerade fördert. Das sollte man natürlich vorher nachfragen. Allerdings wollen auch andere Spieler diese sogenannten Mäzen-Belohnungen und könnten einen selbst von den Plätzen verdrängen, wodurch man deutlich weniger Forge-Punkte ins Inventar bekommt, als man eigentlich eingezahlt hat oder ab Platz 6 sogar komplett leer ausgeht. Um das zu vermeiden, kann man sich als Förderer sogenannten 1,9er Förderung anschließen. Bei diesen speziellen Chats sorgen die Leute, welche ihre legendären Gebäude gefördert haben wollen, dafür, dass sie selbst immer erst genug Forge-Punkte in ihr legendäres Gebäude einzahlen, damit die Förderer auf den jeweiligen Plätzen sicher sind, sobald sie ihre Forge-Punkte einzahlen. Dann kann sie also niemand mehr von dem Platz verdrängen und sie erhalten exakt die Forge-Punkte nach Abschluss der Stufe wieder zurück, die sie auch eingezahlt haben. Das Problem dabei ist, in solchen Chats wird immer das 1,9-fache der Mäzen-Belohnung eingezahlt. Daher kommt auch der Name. Das liegt daran, dass alle Förderer das legendäre Gebäude Die Arche auf mindestens Stufe 80 haben, wo sie einen 90% Bonus auf die Mäzen-Belohnung erhalten. Warum das so gemacht wird, erkläre ich genauer in einer recht alten Analyse zur Arche, die ich euch oben rechts in der Infocard und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Solltet ihr also eine Arche auf Stufe 80 haben, zahlt ihr dann bei jemandem, der einen sicheren Platz anbietet, die entsprechende Summe Forge-Punkte ein, nutzt dafür eure Punkte aus der Leiste und erhaltet diese nach Abschluss der Stufe dann in Form von Forge-Punkt-Paketen ins Inventar zurück. Auf diesem Umweg über 1,9er Förderung bei legendären Gebäuden anderer könnt ihr also Forge-Punkte aus eurer Leiste 1:1 in euer Inventar umlagern. Das geht aber leider nur, wenn ihr im Vorfeld schon sehr viele Forge-Punkte und viel Zeit investiert, um die Arche auf Stufe 80 zu kriegen. Sonst müsst ihr euch leider mit deutlich schlechteren Verhältnissen zufrieden geben, wo ihr auf dem Weg ins Lager immer auch Forge-Punkte verlieren werdet. Beispielsweise indem ihr mit Gildenkollegen oder Freunden eure legendären Gebäude gegenseitig fördert. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wollt ihr keine weiteren Videos mehr verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Mit einer Kanalmitgliedschaft oder einem Sub auf Twitch könnt ihr mich auch direkt unterstützen. Bis dahin dann erstmal bis zum nächsten Video und ciao.